Moin aus dem Wunderland. Moin. Wir wollen uns heute mal... Okay. Moin aus dem Wunderland. Moin. Wir stehen hier heute in Österreich beim großen neuen Wendel und wir haben uns überlegt, wir wollen die mal richtig geil beleuchten und dann nehmen wir euch heute einmal mit. Ja, hier sehen wir ja unseren Wendel, den Wolle einmal komplett neu aufgebaut hat, natürlich mit Modellbauunterstützung. Die haben hier einmal alles rausgerissen, das habt ihr ja in den letzten Folgen schon gesehen. Einmal komplett die Schienen neu gemacht und daran wollen wir jetzt eigentlich anknüpfen, weil wir wollen dieses Meisterwerk an Wendel wollen wir jetzt auch richtig schön präsentieren. Und da haben wir uns halt überlegt, dass es richtig cool wäre, wenn die Züge, die hier hoch und runter fahren, mit den LEDs begleitet werden. Also dass wir eine Grundbeleuchtung haben und wenn die Züge dann hochfahren, einmal mit dem Licht begleitet werden und richtig schön in Szene gesetzt werden. Und dafür haben wir uns dann halt überlegt, wie können wir hier die LED-Streifen einbauen. Das sieht man hier jetzt natürlich von der Hinterseite. Wir haben die hier schön eingeklebt, haben wir natürlich dann noch komplett verkabelt. Paul hat mich hier fleißig unterstützt, weil wir haben hier tatsächlich um die 80 Meter LED-Streifen, wo wir alle, wie viel Meter haben wir eingespeist? Ja, ich glaube alle 2,5 Meter haben wir hier zusätzlich noch eingespeist, damit auch alle LED-Streifen ihre volle Leistung bringen können. Und das war eine richtig anstrengende Aufgabe, aber wir haben es hinbekommen. Heute wollen wir das Ganze einmal finalisieren. Wir haben eine schöne Box gebaut, die kann Paul einmal zeigen. Die hat Felix uns gedruckt. Wir haben noch keine Spannungsversorgung bis zur Box. Die will ich mit Paul heute einmal unter der Anlage ziehen. Dann wollen wir das auch die LEDs dementsprechend an der Box anschließen. Und da wollen wir euch einmal mitnehmen. Hier hin. Und gehen mit den Kabeln da oben damit durch. Ja, ich habe jetzt die Netzteilinsel entdeckt. Ich dachte eigentlich, dass die hier vorne sein soll. So hatte ich Kenny zumindest verstanden. Aber sie ist tatsächlich da hinten, unter dem Berg. Und das ist eigentlich ganz gut für uns, weil wir dementsprechend keine, 10 Meter gehen müssen, sondern vielleicht nur 2 Meter gehen müssen. Das ist die Netzteilinsel, die wir gefunden haben. Und da wollen wir auch ran. Also es ist alles richtig. Ich habe einfach nur Kenny falsch verstanden anscheinend. Ja, wir sind jetzt unter der Anlage und wir müssen jetzt gucken, wo wir das provisorische Netzteil erstmal hinbauen, weil die Netzteilinsel einfach komplett voll ist. Wir sollen das jetzt irgendwo in die Nähe bauen. Das könnte schwierig werden, weil ich sehe hier noch nicht so richtig Platz. Aber da müssen wir jetzt mal gucken. Paul holt nämlich gerade das Netzteil. Er versucht es zumindest. Und dann gucken wir mal, wie das hinpasst, weil das auch relativ groß ist. Oh Gott, warum ist Österreich denn so voll? Ich hätte es gern hier dran gehabt, aber geht nicht. Und da passt es auch nicht hin. Es ist zu groß. Ich muss da hinten mal in den Wendel krabbeln. So, und zwar könnten wir das auch einfach hier mit dran bauen. Hier haben wir unsere Netzteilinsel, die habt ihr ja eben, glaube ich, einmal schon mal gesehen. Und ich habe tatsächlich jetzt gesehen, dass hier unten an dem Brett ist noch ein bisschen Platz. Ist natürlich ideal, weil dann ist es gleich bei den anderen Netzteilen mit dran. Und wir können das hier jetzt ankorken, probieren es mal. Ich weiß nicht, ob ich da mit dem Akkuschrauber hinkomme. Ansonsten muss ich es mühselig mit der Hand reinschrauben. Aber naja, das kriegen wir auch hin. So, jetzt fällt es mir schon mal nicht mehr ab. Dann können wir jetzt versuchen, das Kabel zu ziehen. Paul. Ja, wir würden jetzt anfangen mit dem Kabel zu verlegen. Ich würde sagen, wir fangen ja im Wendel an. Dann ziehst du mir das, oder drückst mir das durch und ich ziehe dann mal weiter. Dann gucken wir mal, wo wir da längs gehen können und wo wir ankommen. Ich hoffe dann bei dem Netzteil, was ich gerade angeschraubt habe. Ja, lass uns mal anfangen. Jo. Hoffentlich dann gleich fertig. Das wäre der Kabelweg, den müssen wir jetzt gleich nur festtackern. Jetzt müssen wir aber noch mal gucken. Kannst du kurz irgendwo anders hinrollen? Das eine Kabel haben wir jetzt ja drin, das müssen wir gleich nur noch einmal schön antackern. Jetzt gucke ich aber gerade, damit Paul und ich gleich parallel arbeiten können, wie wir mit dem anderen Kabel gehen. Und das sind jetzt hier die 3 Kabel, die zu unseren LED-Streifen gehen. Das ist nämlich einmal unsere, ich nenne sie jetzt mal Datenleitung. Das ist halt da, wo die Daten rübergehen, damit die LED wissen, was sie tun sollen. Und dann haben wir einmal die Spannungsversorgung. Und die muss jetzt auch noch zu dieser Box, wo wir jetzt auch mit der anderen Leitung gegangen sind. Aber ich glaube, ich habe schon einen guten Kabelweg gefunden. Wir können hier durch den Spand gehen und jetzt kann ich theoretisch parallel das hier machen, während Paul dann da hinten
das andere Kabel ordentlich verlegt. Österreich ist so eine Nummer für sich, weil ist halt ja eigentlich so der erste Bauabschnitt ja gewesen, einer mit der ersten. Und dementsprechend sind hier bestimmte Sachen, die man sich mittlerweile erarbeitet hat, so die Kabelwege und die Kabelführung und Ordnung und so, das ist halt hier noch nicht so ganz vorhanden. Und deswegen muss man hier wirklich gucken, wo lege ich das Kabel jetzt hin, wo kann ich das mit ranmachen. Meistens wollen wir uns auch nicht mit den Kabel von der Bahn dann mischen. Hier sind jetzt ein paar Kabelkanäle, aber wir haben noch nicht viele Kabelkanäle hier. Das heißt, wir müssen auch immer ganz viel tackern hier durch. Also ich sehe zwar nichts, aber Paul baut jetzt den Kasten. Okay. Jetzt haben wir alle Kabel bis hierher geführt, bis auf die Bahnkabel. Das kommt demnächst noch, damit wir die Signale von der Bahn haben, wann sie dann da sind. Wir schließen das jetzt einmal an, hoffen dann ganz stark, dass alles funktioniert und leuchtet. Ja, ich muss jetzt immer wieder ein bisschen aufpassen, weil wir haben ja im Wunderland, unser Blau ist ja Plus. Passt hier jetzt auch, aber grundsätzlich ist unsere Stromversorgung auch zu den Karten und so weiter immer rot-blau. Wir haben jetzt aber für die LED-Streifen, weil es ein Special ist, haben wir lila-blau genommen. Deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen aufpassen, dass ich hier jetzt keinen Dreher oder mich hier irgendwie vertue. So, alles angeschlossen. Ich stecke jetzt den Stecker rauf und dann drücken wir die Daumen. Okay, das sieht erstmal gut aus. Das leuchtet schon mal alles. Jetzt würde ich mal eben einmal probieren, ob so ein Arbeitslicht funktioniert. Nein, das funktioniert nicht so, wie es soll. Eigentlich soll es wieder ausgehen gerade und nicht so durchgehend anbleiben. Und der Reset funktioniert auch nicht. Wild. Also auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich würde mich jetzt einmal mit dem Laptop mal rangucken, um mal zu gucken, woran das liegt. Ja, wir haben jetzt einmal im Programm mal geguckt, ob ich da irgendwie noch einen Fehler eingebaut habe, aber grundsätzlich passt das alles. Wir haben jetzt die große Vermutung, dass das irgendwie an einer Stromversorgung liegt. Wir haben ja überall, was ich vorhin schon mal meinte, wir haben 80 Meter, wir haben alle 2,5 Meter eingespeist. Wenn da irgendeine Verbindung nicht ganz passt, kann es halt sein, dass wir eine Unterbrechung haben und nur der Lichtstreifen in sich selber die Spannung und den Strom weitergibt und dementsprechend uns halt einfach der Strom ausgeht, blöd gesagt. Ja, das war halt auch das erste Mal, dass ich überhaupt mich mit so einem Mikrocontroller in dem Sinne beschäftigt habe und gucken musste, wie ich das überhaupt programmiere. Großes Problem war halt wieder mal die Länge vom Lichtstreifen. Kurz erklärt, umso mehr LEDs wir in diesem RGB-Lichtstreifen haben, umso länger wird im Prinzip der Code, den der Mikrocontroller ausgeben muss. Und wir hatten das zum Teil, dass die einfach umso länger es wurde, umso langsamer wurde das Ganze. Wir wollen aber ja natürlich auch den Speed von den Zügen mithalten können. Wir haben ja hinten jetzt hier unsere Steuerbox, da haben wir ja auch extra die Testknöpfe für. Hier können wir halt sagen, Zug hoch, Zug runter. Dann haben wir einmal das Arbeitslicht, das ist das, was ja gerade noch die Probleme macht. Und einen Reset-Knopf für unseren Mikrocontroller, dass wir einmal sagen können, wenn ihr irgendwie sich aufhängt, dass er einmal das Ganze resettet. Ja, jetzt haben wir einmal die Grundbeleuchtung. Das ist einfach ein leichtes Orange, damit das auch nicht zu hell wird. Jetzt können wir sagen, Zug hoch. Jetzt bewegt sich der LED-Streifen im Prinzip langsam den Wendel hoch. Da geht es jetzt halt auch noch darum, dass wir einstellen nachher, wie schnell ist eigentlich der Zug, dass wir das anpassen mit der mit der Zuggeschwindigkeit. Dann auch noch vielleicht die Helligkeit. Es ist jetzt noch ein Ticken zu hell. Gerade wenn wir Nacht haben, könnte das noch blenden. Wir haben halt auch uns überlegt, wenn irgendwie mal eine Zeit lang, ich glaube 20 Sekunden sind das momentan, mal kein Zug fährt, dass wir dann irgendwie uns was Cooles überlegen, dass es hier nicht irgendwie langweilig wird, sondern den Wendel auch einfach schön beleuchten. Und jetzt werden wir jetzt gleich sehen, das wird in den nächsten Sekunden passieren. Da haben wir nämlich einmal ein Kreiseln. Das müsste jetzt gleich losgehen. Und danach haben wir noch genau, da ist es nämlich einmal. Jetzt kreiselt das hier für ein paar Sekunden. Da können wir uns aber auch noch ganz viele Sachen einfallen lassen. Übrigens, wenn euch irgendwie coole Ideen einfallen, wie wir den Wendel noch beleuchten können, dann schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht können wir da was von umsetzen und nächstes Mal, wenn ihr hier seid, seht ihr eure Idee. Das wäre
Richtig cool. Genau, und das ist das Zweite. Wir haben hier ein Wabern, das einfach ein bisschen so Lava-Höhle kurz darstellen soll, einfach um das Ganze auch nochmal irgendwie spektakulärer zu machen, weil mal kein Zug kommt. Also Paul ist gerade noch eine ziemlich gute Idee gekommen, warum wir diese dieses Flackern im Arbeitslicht haben könnten. Jetzt erklär mal. Ja, also wir haben die Datenleitung, die wir davor nicht neben der Stromversorgung gelegt haben, doch neben die Stromversorgung gelegt. Und wir schätzen jetzt, dass wir doch Störsignale auf der Leitung haben und dadurch dieses Blinken oder Störungen einfach im Licht vorkommen. Genau, wir werden jetzt einmal die Datenleitung zurückziehen und dann einmal also einfach lose hier einmal ankorken und gucken, ob das was gebracht hat. Wenn das was gebracht hat, dann wissen wir, dass wir sie einzeln legen müssen, ansonsten müssen wir weitersuchen. Wenn du sagst Bescheid, Paul? Ja, mache ich dann. Ja. Okay, irgendein Kabelbinder habe ich sehr fest gemacht. Was ja auch richtig so ist. Ich mal an. Stecken wir an. Und jetzt einmal Arbeitslicht an. Ja, ne? Ist auf jeden Fall die Ursache. Das heißt, wenn wir jetzt gleich noch Flackern haben, dann muss ich komplett einmal die Leitung anders legen. Aber dort mache ich dann ganz in Ruhe. Den Wert für Arbeitslicht haben wir hier. Den setzen wir jetzt mal wieder auf volle Helligkeit und dann wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen flackern. Ja, wir haben immer noch leichtes Flackern, aber es ist besser. Also vorhin hatten wir jetzt ja wirklich, dass sich das aufgehangen hat. Wir müssen die Datenleitung einmal komplett separieren und damit sollte das Problem dann gelöst sein. Also, bin glücklich. Danke, Paul. Gerne. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß, dann, wenn ihr live hier seid, das mal zu entdecken. Auch auf eure Kommentare freue ich mich. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.